Herzlich willkommen zu einem Info-Video über die neuen Operations. Die Operations werden gestartet über diesen Button Einsätze. Es ist völlig egal, wo man in der Galaxis ist. Ich bin zum Beispiel jetzt im Moment gerade hier mitten irgendwo im Nirgendwo. Man wird dann, wenn man das startet, automatisch mit dem Schiff, in dem man sitzt, an eine andere Stelle in der Galaxis versetzt, in ein anderes System. Sollte man dann an dem Ort in einem ungeeigneten Schiff sitzen, man braucht eigentlich da Kampfschiffe, dann kann man die immer noch tauschen. Das sehen wir später noch, wie das geht. Dies ist jetzt die Startseite von Operations. Da gibt es dann 3 Auswahlmöglichkeiten, wie wir sehen. Die erste Möglichkeit hier ist, einem existierenden Geschwader beizutreten. Ein Geschwader ist im Endeffekt eigentlich nur ein Team aus maximal 4 Spielern. Das hat jetzt nichts mit Staffeln oder sonstigen Sachen zu tun, das ist was ganz Neues. Solch ein Geschwader kann jeder bilden und dann eben für jeden auch zugänglich öffnen, wenn man in dem vorherigen Bildschirm die Söldnereinsätze auswählt. Man ist dann der Geschwaderführer. Jeder kann sich einem Geschwader anschließen, egal ob der Geschwaderführer in Open ist oder in einer privaten Gruppe ist und ob man selbst im Einzelspielermodus ist oder im Open ist, das ist ganz egal. Man kann sich also mit jeder Art des Spielstarts zu jeder anderen Art innerhalb von Operations in diese Teams verbinden. Man klickt dann das Geschwader an, zu dem man sich verbinden will, also das Team, und dann muss man anschließend in dem nächsten Bildschirm noch sich bereitstellen, damit der Geschwaderführer dann auch den Einsatz starten kann. Bei erfolgreichem Abschluss erhält jeder im Team diese da unten rechts angezeigten Belohnungen, und zwar alle 3 zusammen: Materialien, Credits und diese Coins. In der Geschwaderübersicht sollte man hier immer mal auf Aktualisieren klicken, solange man sich noch nicht ein Geschwader ausgesucht hat. Das ändert sich dauernd. Jetzt wird einem Geschwader beigetreten, bei dem noch ein freier Platz ist, und dann gibt es einen neuen Übersichtsbildschirm über das Geschwader und seine Teilnehmer. Nach vorne gerückt steht der Geschwaderführer, der den Einsatz dann starten kann, wenn alle auf Bereit machen geklickt haben. Mit einem Klick auf das Schiffssymbol unter den Füßen kann man nochmal seine Schiffsübersicht öffnen und das Schiff wechseln und in ein Kampfschiff springen. Die eingerahmten Elemente hier sind aufgrund ihrer Beschriftung und des Tooltips, der da oben erscheint, selbsterklärend. Wenn alle Spieler bereit sind, wird man dann teleportiert in ein anderes System auf ein Megaschiff und von dort aus startet dann der Einsatz. Ich gehe hier allerdings wieder raus und zurück. Mit ESC geht das zum Beispiel auch noch, und da kommen wir jetzt als nächstes zu den Söldnereinsätzen. Jetzt schauen wir mal in die Söldnereinsätze rein. Da gibt es also hier verschiedene Einsätze in der Schwierigkeitsstufe einfach oder schwer. Und die Belohnungen sind unterschiedlich hoch. Wählt man jetzt einen dieser Einsätze aus, kommt wieder dieser Übersichtsbildschirm vom Team, in dem man auch wieder das Schiff wechseln kann. Außerdem kann man als einziger dann als Teamführer den Einsatz beginnen. Standardmäßig ist das ein privates Geschwader, das heißt, das ist in der Liste dann unter den Geschwadern nicht angezeigt. Es können sich also keine Fremden dazu anmelden. Man spielt entweder völlig alleine oder man kann Freunde dazu einladen. Man kann es auch umstellen auf offen und dann wird es in der Liste der Geschwader angezeigt und jeder Fremde kann sich dazu anmelden. Mit den 3 Pluszeichen kann man andere Freunde einladen zu diesem privaten Geschwader, um dann eben gemeinsam zu spielen. Man sollte dann mit den Freunden zusammen im Open oder auch in derselben privaten Gruppe gemeinsam angemeldet sein im Spiel. Die anderen Buttons und Funktionen hier kann jeder für sich selbst mal durchtesten, empfehle ich dann auch, das ist völlig gefahrlos. Man kann jederzeit mit ESC oder dem Button da oben rechts oder unten mit der entsprechenden Taste alle Fenster verlassen und zurückgehen. Und wenn man irgendwo in den Operations ist, kann man immer mit ESC ins Hauptmenü gehen und von dort aus über Verlassen und dann Einsatz verlassen komplett zurückspringen an die Stelle, wo man mit allem begonnen hat. Dann hat man auch die Möglichkeit, bei Machtspielen einen Machtspieleinsatz zu wählen.
Dazu muss man sich allerdings innerhalb der Bubble befinden. Und ich bin im Moment, wie man sieht, ja weit außen im Weltraum und da funktioniert das für mich nicht. Man muss dann eben in einem System sein, das auch zu einer Macht gehört. Auch wenn man nicht selbst an den Machtspielen teilnimmt und zu keiner Macht verpflichtet ist, kann man da an diesen Machtspiele-Einsätzen innerhalb der Bubble dann auch teilnehmen. Mehr dazu erklären hier dann auch noch die Update-Notes, die ich hier kurz einblende und auch in der Videobeschreibung verlinke. Ich habe jetzt so einen Einsatz gestartet, sitze im Kampfschiff. Hier kann man dann im Navigationsmenü sich da noch ein bisschen was anschauen und dann eben auch den Zielort markieren. Und dann geht's los. Im Kommunikationsfenster und im Infofenster oben rechts und links bekommt man dann jederzeit neue Informationen, ständig aktualisierte Informationen über den Einsatz, was man da zu tun hat und was man als nächstes tun soll und so weiter. Man hat es dann mit ziemlich vielen Kampfschiffen zu tun, auch wenn da im Moment erstmal nur eins zu sehen ist. Das werden dann gleich mehr. Und das ist solo ganz schön schwierig, auch dann eben mit sehr vielen NPCs in den Megaschiffen. Das ist also recht schwierig. Ja, jetzt sind schon mehr Kampfschiffe aufgetaucht. Das sind relativ viele, da muss man schon entweder solo ein wirklich absolutes Top-Schiff haben und dann eben für die vielen NPCs auch eine super Top-Rüstung. Oder aber man macht das eben, was ja auch zu empfehlen ist, auf jeden Fall in einem Team. Der Vorteil hier bei den Operations ist, wenn man dann platzt, explodiert oder wenn man stirbt zu Fuß, man verliert nichts. Also man verliert keine Scan-Daten oder irgendwelche Explorer-Daten. Man muss keinen Rebuy für das kaputte Schiff bezahlen. Das ist alles in der Form dann völlig problemlos. So, kein Schild mehr, kaum noch irgendwie Hülle. Die wird jetzt auch gleich komplett verschwunden sein und dann platze ich. Und dann sieht man mal, es passiert im Endeffekt nichts. Man muss auch kein Rebuy bezahlen. Klickt dann einfach da auf Fortfahren und landet im Endeffekt dann wieder in diesem Megaschiff, in dem man den Einsatz gestartet hat und kann wieder losfliegen und direkt weiterspielen. Auch wenn man im Team ist, die anderen Teammember spielen ja weiter. Man geht dann einfach wieder raus in den Weltraum und spielt dann weiter oder fliegt wieder zu dem anderen Megaschiff, das man da infiltrieren muss oder was auch immer und kann direkt weiter zocken. Für Operations sollte man die bestmöglichste Ausrüstung haben, was das Schiff und auch den Anzug und die Waffen angeht. Ich sitze hier zum Beispiel gerade in einer Corsair, die habe ich auch dann mal verlinkt und dann sollte man immer natürlich hier auch den Kampfanzug am besten nehmen, den Dominator. Mit einem gut geschützten Maverick würde das ein oder andere auch gehen, das ist teilweise dann auch eine Empfehlung. Ich habe in der Videobeschreibung unten 3 Links reingesetzt zu 3 Kampfschiffen, die man sich zum Beispiel zusammenbauen kann. Die sind allerdings alle voll engineert. Wer da ein bisschen weniger Engineering hat, der muss dann eben auf das ein oder andere vielleicht verzichten. Und dann haben wir hier als nächstes den Dominator-Anzug, wie ich den benutze. Dann die primäre Waffe, die Schrotflinte. Wer zu den Ingenieurmods Fragen hat, ruhig in den Kommentaren eine Frage dazu gestellt. Als weitere primäre Waffe den Raketen- oder Granatwerfer. Und als dritte Waffe diese Plasmapistole. Ich benutze deswegen vor allem Plasma und Explosiv, weil das sowohl auf Schild als auch auf die Rüstung, den Anzug der Gegner identischen Schaden macht. Zum Verwenden von Söldnermünzen gehen wir hier auf eine Station in die Sternhafendienste und dann in die Ausstattung. Im Moment kann man diese Söldnermünzen nur für Schiffsmodule verwenden, für spezielle und nicht für irgendwelche Sachen zu Fuß, aber vielleicht kommt das auch noch dazu. Wir gehen dann hier auf Module kaufen und einlagern und sehen hier einen neuen Eintrag Söldnerzubehör. Da sehen wir jetzt die Module, die man mit diesen Söldnermünzen kaufen kann. Da gibt es dann diese Auswahl im Augenblick. Dann haben wir hier beispielsweise Splitterkanonen. Die können wir kaufen für 800 Mercenary Points, Söldnermünzen. Die hat schon bestimmte Modifikationen, also die ist hier mit mehr Munition ausgestattet, der Munitionsclip ist größer,
feuert Doppelschuss. Ja, das sind die Splitterkanonen zunächst mal so modifiziert. Die kann man dann, diese ganzen Module kann man bei Ingenieuren dann auch noch zusätzlich aufblustern, noch zusätzlich modifizieren und noch besser machen. Da gehen wir da an der Stelle mal zu Inara, zu den Ingenieuren und schauen uns die mal an. Dann sehen wir hier so pinkfarbene Einträge. Das sind die neuen Einträge für die Mercenary-Sachen. Und wenn wir jetzt hier mal auf Waffen gemischten Typs gehen, da haben wir hier beispielsweise den Zararia Nemo für Fragment, also für Splitterkanonen, Fragment Cannons bis zum Grad 5 kann der. Und das ist dieser neue Eintrag Double Screaming, Doppelschrei. Doppelschrei, guter Ausdruck. Ja, und das Double Screaming, das ist etwas, was mit Mercenary Coins hier weiter aufgerüstet werden kann. Weiter mit Mercenary Coins weiter modifiziert werden kann. Bis zum Grad 5 bei diesem Ingenieur. Dazu braucht man dann eben hier diese Herstellungskosten, allerdings mehrfach. Nicht nur 10 oder 15 Merc-Coins reichen da, sondern man braucht dann eben für Grad 2, da muss man ja zweimal würfeln, bei den Ingenieuren diesen Kreis da zweimal drehen. Das heißt, ich brauche hier das Doppelte, also schon mal 20 Merc-Coins und 2 Kohlenstoff. Und hier brauche ich dann 30 Merc-Coins und 3 Kohlenstoff beim Grad 3. Und beim Grad 4 brauche ich das Vierfache, das heißt dann hier dann eben 100 Merc-Coins für den Grad 4 und 4 Vanadium und so weiter. Und hier dann 50, da muss ich 5 mal drehen, das heißt also, das sind dann 250 Merc-Coins nochmal für den Grad 5 und dann 5 mal Komposite hoher Dichte. Der Eintrag hier, Herstellungskosten, gilt nur für einmal rollen, einmal drehen, einmal würfeln beim Ingenieur. Also das muss man dann mit der Anzahl, mit dem Grad jeweils nochmal multiplizieren und dann braucht man schon ziemlich viele Merc-Coins. Ja, also so ist das dann eben mit den Mercenary Coins. Mit denen bekommt man jetzt nochmal eine besondere Schiffsausstattung, also ganz besondere Schiffsmodule. Muss man selber entscheiden, ob einem das wert ist oder nicht. Das war soweit zu diesem Thema. Danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Video.